Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von der Council. Wir haben es geschafft, in den zweiten Stock zu gelangen, zu Mortimors Arbeitszimmer, obwohl wir eigentlich nicht autorisiert sind, haben auch schon angefangen zu laufen, wo ich dann gemerkt habe, oh, die Folge ist schon sehr lange, und mache einfach jetzt hier weiter, wo ich aufgehört habe. Wir sollen den Albtraum finden. Book of the Mortimor family. Okay. Inventar, Erdsternchen braucht man nicht. Und Goldelixier braucht man nicht. Alles andere wäre sehr interessant. Der Albtraum. A family ancestor, apparently. Ganz offensichtlich ein Vorfahre. Hallo Buch. Die rote Bären nehmen, die rote Bären untersuchen. Might come in handy. Ich weiß zwar nicht. Ja. A painting about a siege dated. Okay. A mynah bird. Wal, du braver Junge, Wal, du braver Junge. Well, Waldo, is your master good? Ich will den nicht füttern, weil ich habe Angst, dass der stirbt. Let's take a closer look. Dark chocolate beans. Very bitter. They're greatly prized in high society. Ich frage mich, ob eventuell was zahlen für das Jahr. Okay. Ah, cool, jetzt habe ich sowas wieder gefunden. Das ist sehr schön. No, what have we got here? Oh, it looks like a model of a lock. It's as if Mortimer's fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. The nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Okay. Finde den Mechanismus für das Bewegen des Gemäldes. Ach, schön. Aha, I found it. Oh, what on earth is this? A ring lock now? Great. That's all I needed. Okay. Finde den Code für die Geheimtour. Sehr geehrte Guido Boletti, ich schreibe Ihnen in Bezug auf die Gemälde, die ich Ihnen für Ihre Ausstellung geschickt hatte. Beachten Sie bitte, dass sie Teil meiner Privatsammlung sind und die dazugehörigen Jahreszahlen den damaligen Kalender der Freimaurer all entsprechen. Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, müssen Sie von den Jahreszahlen 4000 Jahre abziehen, damit sich die Besucher nicht über die merkwürdigen Angaben wundern. Ich muss Sie natürlich nicht daran erinnern, dass das Freimaurerjahr all im März beginnt. Beim Longinus-Bild habe ich mir die Freiheit genommen, die Lanze etwas anpassen zu lassen, damit sie besser als Originallanze entspricht. Das sollten Sie bei Ihrer Version ebenfalls unbedingt veranlassen. Hochachtungsvoll, Lord William Alexander Mortimer, Markgraf von Westfordshire. So, jetzt habe ich mich sogar bemüht beim Lesen. PS nächstes Jahr muss das Holzverbrauch gesenkt werden. Okay.
Ich glaube ja, wenn ich dem Vieh das richtige Fressen gebe. Kamillengeist? Was? Ich glaube ja, wenn ich dem Vieh das richtige gebe, dann sagt er mir die Nummern davon. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Strange. All the dates are all wrong. They indicate events that took place in the year 5000 and something? Wait, did I miss something? Was? Erster Kreuzzug. Jetzt hauen meine Katzen wieder was runter. Den Autor mit den Jahreszahlen in Verbindung bringen. The Crusades took place not long after the year 1000. Here all the dates say 5000 and something. I'm guessing this dating system begins 4,000 years before the calendar that we use. Yet, I'm getting the feeling that there's something else, another small detail, but what is it? Mann, muss ich jetzt die zweite auch noch essen? The author is Pierre Amédée de la Salle, None other than the Grand Master of the Masonic Lodge of Paris. Now I understand why the dates are offset. He's using dates based on the Anno Lucis, year 0 of the Masonic calendar, by adding 4,000 years to the Gregorian calendar. But I thought that calendar starts in March. Aber ich dachte, der wäre der Erste. the famous call of Pope Urban II. 20 years after the capture of Jerusalem from the Arabs by the Turks, Urban II convened the council. He promises a plenary indulgence to Christians who go and get Jerusalem back from the Turks. The result, the Jewish community on the road to Jerusalem found itself persecuted for no reason. 12,000 Jews would perish, not to mention the massacre of Ma'ara, where acts of cannibalism by Frankish crusaders were reported, or even the capture of Jerusalem, where approximately 30,000 were left dead. It signaled the beginning of centuries of wars of religion. Wie gesagt, ich glaube trotzdem, wenn ich dem Vogel was zu fressen gebe, irgendwas, sagt er mir den Code. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Vitry, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result, in Germany, a new outburst of violence against the Jewish community, and a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. Okay. The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. Ich muss das jetzt nochmal The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi Bull of 5,187. Oh, the crusade where Richard the Lionhearted distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. Tut mir leid, aber ich wollte das unbedingt nochmal lesen. Weil ich wollte mir die Jahreszahl, die erste, aufschreiben. This painting isn't finished. It looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. So. Coup de Lance by Paul Rubens. Ich werde das jetzt nicht analysieren. Ich will einfach hier weiter gucken. Ob ich irgendwie den Code rausfinde, ohne dass ich irgendwie cheaten muss. Mann, komm. Da ist auch was. Which four-letter word could open this chest? ARSN. Ersten Buchstabe ändern. Was?
word could open this chest. Okay, also ihr seht das jetzt nicht. Ich werde mir das jetzt kurz aufschreiben. Das ist der erste Buchstaben, dass ich weiß, was für Buchstaben das sind. 1, 2, 3, 4. Also bei der 1 ist es A, K, Z und E. Bei der 2 E, R, B, A. E, R, B, A. Beim dritten ist es E, S, U, I. E, S, U, I. L, N, E, S. L, N, E, S. Ich habe halt noch keine Ahnung, wer das sein könnte. Auf alle Fälle. Ja, mal gucken. Mal abwarten. Und hier ist, das ist sicher wieder Gold. Goldelixier, sage ich doch. Ja, und wen schubst du da runter? Ich werde jetzt mal kurz die Nummer probieren. Bei dem Code. Oder soll ich? A minor bird. Oh, what have I done? It looks like I've killed him. Oh, shit. I better not hang around. Kann ich jetzt noch eine Praline nehmen? Nee. Ich probiere jetzt die Zahlen aus. So. 1. 1. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looks like there's a marker on number 1 on the second roller. Okay. Mit der 4. It's a complex mechanism. Looks like the third ring is a bit seized up. It gets stuck on number 9. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Okay. Also. Looks like there's a marker on number 1 on the second roller. Eine Markierung bei der 1. It's a complex mechanism. Looks like the third ring is a bit seized up. It gets stuck on number 9. Okay, wenn das... Das steckt aber nicht bei Nummer 9. Es quietscht halt einfach nur. Keine Ahnung. Now, what have we got here? Well, it looks like a model of a lock. As if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Ist es eine Frage, ob es was... Oder 1792. 1792 vielleicht ist. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Sagte mir eigentlich, wenn ich jetzt da drauf drücke und auf Scheibe betrachten gehe. Looks like there's a marker on number 1 on the second roller. Okay. Da ist eine Marker bei Nummer 1. Das heißt, ich kann hier auf 1 gehen, aber ansonsten habe ich keinen Plan, was hier für ein Code sein könnte. Weil hier kann ich ja nur drehen. Vielleicht ist es auch einfach 5000. Der 4, 5, 6, 7. Und die Nummer war 8. Well,
I got it wrong. It doesn't matter. Code finden. Der wollte doch vorhin hier das Gemälde analysieren, was ich nicht konnte. Clues by Paul Rubens. Okay, das kann ich aber nicht. Also gehen wir zurück. Wenn ich jetzt versuche runterzugehen, macht er das oder kann er das jetzt nicht? Das ist nämlich jetzt die nächste Frage. Nee. Heißt, wir stecken wieder mal fest. Ach, und weil es so lustig ist. Darstellung, Dokument analysieren. Many families kept documents of their history, but I've never seen anything like this before. Such regularity in writing them up through the generations for such a long time. First time I've ever seen that. Mortimer gives considerable importance to his origins. That's undeniable. Okay. Mäzenatem der... Well, well. History of the Mortimer lineage. Looks like his ancestors have always sought to improve society and have had an open attitude towards the arts. Oh, the family tree. The first William Alexander Mortimer. He was born in 1131 and distinguished himself during the Third Crusade, during which he rubbed shoulders with Richard the Lionheart. He showed outstanding bravery during the siege of Saint-Jean d'Acre. He died in 1211 in the country of Westford at the age of 80. What longevity. Nice. Nothing is mentioned about his wife. Gut, William The Turn. direct descendant of William Alexander Mortimer I was born in 1195 on his father's return from the Crusade. Only son, more discreet than his father, it states that he was widely traveled. He produced only one descendant, named William Michael Mortimer. He died in 1275. There's no chapter dedicated to his mother. Okay. Lord William Alexander Mortimer, lover of the arts and the sciences, he took up politics at an early age. After rapidly becoming influential, he decides to retire from public life in order to organize conferences reserved for the elite with the aim of finding answers to world problems. Blah, 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 blah. He's also an only son, and the book doesn't mention any known descendant. Okay. All right. For one, the women of the lineage are not mentioned at all. What a cavalier attitude. Right. Let's see. Who else is there? Only son, a descendant with a singular name. He also took a wife and had only one child, named William again. Okay. Das kann ich jetzt nicht mehr. Another at random. William Mortimer again. Only son, him too. Born in 1573 and died in 1665. Mortimers lived to a ripe old age, that's for sure. Discreet again. The summary states that he was an excellent merchant, and that towards the end of his life, he entered politics? Okay. This seems to be the list of grants and sponsorships given by the Mortimer family. Okay. Ich habe keine Ahnung. In 1489, the Mortimer family participates in the purchase of the Caravel Santa Clara from Juan Niño, shipowner, on behalf of Don Luis de la Cerda. The vessel will be renamed La Niña. In 1567, the Mortimer family financed the brickworks in Qinhongdao in China, fitted out with 51 furnaces 3.5 meters high, in guise of a protocol gift for Long King, the emperor of the Ming Dynasty.
Okay. In 1645, the Mortimer family allocated a pension to be passed down the generations to the Neue family from Bordeaux, ship owners and refiners from father to son, a family known for their expeditions to Africa and America. Ich weiß, ihr könnt jetzt sehr viel mitlesen mit mir. Das haben Albert der From Große. 1235 to 1280, the Mortimer family granted an annual pension to Albert the Great, Archbishop of Regensburg, in order to fund his research in the writing of the Mirabilibus Munci, books about the wonders of the world. Ist sehr interessant, wie gelassen der da ist. Der hat gerade seinen Vogel getötet. Oh Gott. In 1513, the Mortimers financed an expedition of Ponce de Leon to the New World. That was the expedition that resulted in the discovery of Florida, in fact. In 1567, the Mortimer family financed the brickworks in Qinhongdao in China, fitted out with 51 furnaces 3.5 meters high, in guise of a protocol gift for Long King, the emperor of the Ming Dynasty. Okay, also, ich habe da bei den anderen gerade geklickt, aber ich habe eine Vermutung, ja? Eine große Vermutung, und zwar, es gibt nur 2 Mortimors, die, so. 2 Mortimors, die was im Jahre 1100 zur Welt gekommen sind. Und durch das, dass hier die 1 eingerastet ist, bin ich mir fast sicher, dass es hier auch die 1 ist. Das ist ja auch die 1. Und zwar gibt's da den ganz, ganz alten Mortimer, ich habe jetzt den Namen nicht gemerkt, der war 31, also 31 im Jahre 1131. Da wo nichts passiert. I got it wrong. It doesn't matter. Und der andere war 95, also Well, I got it wrong. It doesn't matter. gut, dann sind hier meine Vermutungen falsch und ich muss mal gucken. It's a complex mechanism. Looks like the third ring is a bit seized up. It gets stuck on number 9. Sie bleibt auf der 9 stehen. Gut. Und das in der Mitte ist eine 1. Und was steht, wenn ich hier auf 5000 gehe? Well, I got it wrong. It Wenn ich doesn't jetzt matter. auf wenn ich in der Mitte auf die 19 gucken muss, ja? Da gibt's aber nichts, was in der Mitte 19 hat. Außer eben dieses 11.905, was ich jetzt habe schon. Aber das ist es ja nicht. Und hier steht kein Datum. Den Vogel haben wir gerade schön brav umgebracht, so wie sich's gehört, ja. Und hier erwähnt er auch nicht wirklich Zahlen. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Salle. Strange. All the dates are all wrong. They indicate events that took place in the year 5000 and something? Wait, did I miss something? Ich habe keine Ahnung. Da warte mal. Nee. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich stehe gerade wirklich auf dem Schlauch. Die Aufnahme ist zwar ein bisschen kürzer als die letzten. Ich werde das aber jetzt auch so belassen. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.